Erfurt. Gerd Müller hat sich dann stark gemacht. Ich ging nach Moskau zum Studium an die Parteihochschule, die dann später der Akademie für Gesellschaftswissenschaften angegliedert wurde. 3 Jahre dort studiert, bin als Gesellschaftswissenschaftler, Diplom-Gesellschaftswissenschaftler zurückgekommen mit Adlitschner. So, kam zurück, wurde Abteilungsleiter Parteiorgan in der Bezirksleitung Neubrandenburg. ZK ist auf mich aufmerksam geworden. Ich habe oft publiziert in Parteizeitschriften, also in der Einheit und im Neuen Weg, hauptsächlich im Neuen Weg. Neuen Weg, das war so eine Zeitschrift für die praktische Parteiarbeit. Und dort habe ich viel publiziert und so. Jedenfalls wurde das ZK, die Abteilung Parteiorgane im ZK, auf mich aufmerksam, schlug mich dann vor, weil die SED hat seit 1981 die FSLN beraten. Da kommen wir noch dazu, oder können wir noch dazu kommen, wie das war. Also jedenfalls seit 1981 die FSLN beraten und die zweite Beratergeneration sollte aufhören. Es war immer 2 Jahre, 81 bis 83, 83 bis 85. So, und die Beratergeneration 83, 85 sollte aufhören und für die Beraterlinie Parteiaufbau war ich dann der Nachfolger für einen Berater, der aufhörte. Und Sprachlehrgang gemacht, Spanisch. Und dann musste ich mich mit Nicaragua beschäftigen. Ich wusste natürlich, wie viele andere auch, was in Nicaragua los war. Wir wussten, dass die FSLN gegen die Somoza-Diktatur kämpft. Wir wussten, dass die im Juli 1979 gewonnen haben. Wir wussten, dass die Schwierigkeiten hatten mit dem Aufbau. Wir wussten, dass die Amis die Konterrevolution organisierten. Wir wussten, dass die Häfen vermint waren, und wir wussten, dass eine Alphabetisierungskampagne stattfand, und wir wussten, dass es soziale Veränderungen gibt, und also sowas wussten wir. Das Grundwissen, was man allgemein hatte und das bekannt war über das, was man über die Medien in der DDR erfahren hatte, das war geläufig. Und natürlich war es für Parteifunktionäre geläufiger als vielleicht für einen normalen DDR-Bürger. Ne? Das will ich nicht bestreiten. Aber es gab ja auch schon Leute, die sich mit Solidarität mit Nicaragua beschäftigten und so, ne? Das Soli-Komitee und was weiß ich. Also es war nicht aus der Welt für uns, Nicaragua. Und so, aber das war dann natürlich intensiver, das Studium. Und ich habe dann im Außenministerium, im ZK, habe ich Dokumente studiert, die sich mit der Geschichte Nicaraguas und mit der Geschichte der FSLN beschäftigen. Aber die Ausbeute war relativ gering. Höher war die Ausbeute aus dem, was an Berichten vorlag. Ne? Und es berichtete, ja, der Botschafter berichtete ja, und von den Beratern gab es, die in Nicaragua vor uns da waren, gab es ja auch Berichte. Also damit konnte man, und das vertiefte dann schon ein bisschen das Wissen. Die Schwierigkeit bestand nur darin, das habe ich dann in Nicaragua gelernt, mitbekommen, dass sowohl im Außenministerium als auch in der Abteilung Internationale Verbindung im ZK und natürlich in der Parteiführung und in der Staatsführung die politischen Vorstellungen von der sandinistischen Revolution idealisiert waren, bezogen waren auf die Erfahrung, die wir mit revolutionären Umgestaltungen hatten, und weniger bezogen waren auf die nicaraguanische Realität. Das ist mir aber beim Studium der Dokumente noch nicht bewusst geworden. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich dann dort gewesen bin. Und als dann der für die Organisation in der FSLN zuständige Kommandante der Nationalleitung, Bernardo Arce, mit mir gesprochen hat und mir
das ziemlich deutlich zu verstehen gegeben hat, mich zu bemühen, die Prozesse in Nicaragua aus der nicaraguanischen Optik zu betrachten und nicht aus der Optik des Botschafters und des ZK. Und das habe ich dann befolgt. Und das ist mir gut bekommen.